Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Anna Maschuchina. Ich bin Projektmanagerin der Exportakademie Baden-Württemberg und in unserer Reihe von Gesprächen werden wir heute unser IMLEAD-Modell näher besprechen. Ich weiß, dass Sie dieses Konzept selber entwickelt haben und meine erste Frage wäre, wie ist das Konzept IMLEAD entstanden und wann? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, deshalb, weil das zurückgeht auf die 80er, 90er Jahre, als die sogenannte kybernetische Denkweise sehr aktuell war. Ja. Da gab es sogar Nobelpreisträger in der Richtung. Ja. Und diese kybernetische Denkweise, um da gleich die Verbindung zu heute zu erwähnen, ist eine Sicht des Gesamtsystems, egal was man betrachtet, ja, ob die Steuerung einer Stromerzeugungsanlage, ja, oder ob man da einen Prozess oder ein Unternehmen oder eine ganze Volkswirtschaft steuert. Ja. Die Idee ist immer, das Gesamtsystem zu betrachten, wenn man es analysiert, ja, und noch entsprechende Entscheidungen, die sehr häufig Rückkopplungswirkungen haben. Ja. Und diese beiden Aspekte hat man dann kybernetische Betrachtungsweise, ja, genannt. Und ich selbst war damals im Vorstand der Kybernetischen Gesellschaft in Deutschland. Wir haben eine Jahrestagung gemacht und haben da Unternehmer auch eingeladen. Mit der Idee, wie könnte man für die Steuerung eines Unternehmens kybernetische Denkweisen verwenden. Ja? Und da ist ein Unternehmer am Ende der Konferenz gekommen und hat mich gefragt, er findet das eigentlich eine prima Idee, ja, was wir da vorgetragen haben. Sie wäre nur ein wenig kompliziert und wäre verständlich, theoretisch für ihn, ob wir nicht ein Projekt zusammen machen könnten. Er hat noch 4 befreundete Unternehmen, ja, und wir könnten uns dann regelmäßig treffen, eben nur mit der Idee, ja, wie kann man diese Denkweise für Fragen der Unternehmensführung verwenden. Und das haben wir dann gemacht, 1,5 Jahre, regelmäßig am Samstag mit der ganzen Führungsmannschaft von allen Firmen getroffen, ja, und haben dann, ich habe so den Moderator gemacht und die Fragen gestellt, ja, wie Sie das auch machen, ja, und immer entsprechende Vorschläge gemacht, die haben wir diskutiert und so weiterentwickelt. Und so entstand dann das Modell, ja, mit den 7 Aktivitäten, ja, die Bertram gleich noch erläutern wird. Ja, und dieses Modell haben wir dann auch später mit Masterthesen und Doktorarbeiten weiterentwickelt, ja, in Projekten weiterentwickelt, ja, zu dem heutigen Stand, dass es tatsächlich für zum Beispiel Benchmarking-Projekte verwendet werden kann. Klingt sehr interessant. Und wie ist dieses Konzept aufgebaut? Es gibt da 7 Bereiche, wenn ich mich nicht irre. Genau, es gibt 7 Felder, die für erfolgreiche Unternehmensführung in dieser Best Practice Group dann auch entwickelt wurden. Waren, glaube ich, alles renommierte Unternehmen, die da genau teilgenommen haben. Ja. Und die haben übrigens das ist eine richtige Spaßbemerkung am Ende des Projekts, haben sie gesagt, jetzt müssen wir aufhören und uns mal wieder mit unserem Unternehmen beschäftigen. Jetzt haben wir so viel gelernt, ja. Jetzt haben wir das Schritt für Schritt immer mal angewendet und wir stellen fest, dass wir unseren Konkurrenten um 30-40% enteilt sind. Ja. Und jetzt können wir das also richtig anwenden. Und es war auch tatsächlich so, die wurden in ihren einzelnen Marktsegmenten die Marktführer. Ja. Gut,
Es waren Unternehmer, Familienunternehmer, die daran teilgenommen haben. Deshalb im Mittelpunkt steht der Unternehmer. Heute Manager, Projektleiter, Abteilungsleiter, der natürlich verantwortlich ist, das Unternehmen zu steuern, das Unternehmen zu repräsentieren. Und er muss, ganz wichtig, das ist Prio 1, er muss mit Menschen umgehen können. Das heißt, Menschen sind zum einen die Mitarbeiter. Das heißt, da gibt es die Verknüpfung zu Human Resource Management, auch zur Motivation. Welche Unternehmenskultur muss ich im Unternehmen implementieren, um die Menschen mitzunehmen? Menschen sind aber auch Mitarbeiter von Partnerunternehmen, sind Mitarbeiter von Zulieferern. Überall sind Menschen im Mittelpunkt. Und die gilt es, ich will nicht sagen zu steuern, mit ihnen gilt es zu kommunizieren, sie zu motivieren und im Endeffekt sie einzubinden in die Unternehmensaktivitäten. Dazu brauche ich Informationen. Das ist der dritte Bereich. Zum einen interne Informationen. Da gibt es heutzutage super Softwaresysteme, ob das jetzt Oracle ist oder ob das SAP ist. Das Weitere ist aber, ich brauche externe Informationen. Externe Informationen vom Kunde, vom Markt. Das hat dann auch mit dem Bereich Marktforschung zu tun, auch Markteintrittsstrategien, die dort entwickelt werden müssen. Das kommt dann zu dem vierten Bereich, ist dann der Überbegriff Zukunft. Das heißt, alles, was mit Innovationsmanagement zu tun hat. Alles, was mit neuen Produkten, neuen Märkten zu tun hat. Das sind die Themen. Auch heute, wie gehe ich mit neuen Geschäftsmodellen, digitalen Geschäftsmodellen. Auch dort die Verknüpfung zu Informationen. Wie gehe ich mit Informationssammlung an in Big Data zum Beispiel. Der vierte Bereich sind die Prozesse. Die Prozesse stehen in vielen Unternehmen, sind im Mittelpunkt. Das heißt zum einen Produktionsprozesse, aber zum anderen auch Steuerungsprozesse, Geschäftsprozesse. Im internationalen Geschäft, wie zum Beispiel steuere ich meine Niederlassungen, wie steuere ich meine Partner mit ein. Und auch dort ist der Begriff Internet of Things, Industrie 4.0, sind die Treiber, die das Prozessmanagement voranbringen. In der heutigen Zeit, man sieht sehr viele Änderungen, auch die Corona-Krise ist eine aktuelle Veränderung. Ich brauche Mitarbeiter, die in der Lage sind, mit solchen Änderungen mitzugehen. Das heißt, Agilität, Change Management, Kompetenzen sind ein wichtiger Bereich. Das ist das sechste Feld. Und zurückkommend auf Rolf Pfeiffer, auf die Eingangsfrage, der siebte Bereich ist diese Integration aller Bereiche, die Gesamtsicht. Und die bringe ich natürlich auch in den Finanzen zusammen. Das sind diese 7 Felder, in die das Konzept dann aufgeteilt ist. Und das Rahmen ist für unsere Beratungsprojekte, Trainings, Ausbildungsprojekte, also ein gesamtheitliches Modell, das wir intensiv einsetzen. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr umfangreich und sehr wichtiges Konzept für die Steuerung aller Organisationen. Deswegen würde ich einfach so fragen, ob dieses Konzept auch für NGOs und für politische Organisationen anwendbar ist. Ich würde sagen, das Modell ist generisch. Ja, es kann für alle Organisationen verwendet werden. Im Mittelpunkt steht immer ein Leiter, ob Organisation, Unternehmen, ob Non-Profit-Organisation, Profit-Organisation. Und die Herausforderungen sind überall die gleichen. Ja. Also wir haben mal ein Modell gebastelt, da haben wir das übertragen in eine Software, ja, und haben dann für die Bundesrepublik Konjunkturprognosen gemacht. Und die haben über 6 Perioden sehr präzise gestimmt. Wir waren selber überrascht darüber, aber das war wirklich gut. Gut, und als Exportakademie kann ich mich entsinnen, gab es auch Trainings für Botschaftsangestellte weltweit. Wie gehe ich mit Managementthemen um? Und auch da war das Im-Lead-Konzept im Zentrum.
Ja, schön. Und hat dieses Konzept irgendwelche Preise gewonnen oder irgendwelche, ja, es gibt so in Amerika ein Buch Who is Who, ja, vielleicht, falls Sie ja wissen, dann könnte, ja, da sind viele ja, Erfinder von unterschiedlichen ja, Konzepten. Gibt es sowas bei Ihnen? Nein, haben wir keinen Preis gewonnen. Wir haben nur Erfolg gewonnen. Ja, und der gleiche Kunde. Genau, ja. Ja, das ist auch Preis in irgendeinem Sinne. Ja, leider sind diese Prozesse und so etwas nicht patentierfähig. Ja. Früher habe ich mal als Ingenieur gearbeitet und da gab es dann immer Patente für die Ideen. Ja. Das fand ich also ganz gut, weil man hat sich dann bestätigt gefühlt. Ja. Aber hier ist das natürlich so, dass man macht Publikationen, ja, in sehr vielen wichtigen Zeitschriften, ja, schreibt auch Bücher darüber. Und der Erfolg, ja, ist dann, wenn viele Praktiker, Theoretiker, Wissenschaftler sich melden und Fragen dazu haben. Ja. Und daran kann man das dann messen. Ja. Ja, und mich würde interessieren, wie kann dieses Modell in unterschiedlichen Bereichen anwendbar sein? Vielleicht im Green Energy Bereich oder weitere? Genau, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Wir haben das Modell weiterentwickelt die letzten Jahre, haben konzipiert das Green InLead, Green Management and Leadership, haben darauf aufgebaut auch ein Benchmarking-Projekt, das nennt sich Green Management and Leadership Award. Dort sind die ESG-Kriterien einsortiert in diese 7 Felder. Und wir nutzen dieses Konzept, um natürlich Unternehmen zu beraten, um diese beim Transformationsprozess in grüne Unternehmen mit zu unterstützen. Das machen wir A national, B aber auch international. Als Exportakademie haben wir natürlich auch ein internationales Netzwerk, in dem wir dann Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung welche grünen Technologien, Angebote kann ich positionieren am Markt. Ja, wollen Sie etwas ergänzen? Können wir noch sehr viel ergänzen, ja, mit vielen Beispielen. Ja. Was ich persönlich ganz spannend finde, wo Bertram vor allem involviert ist in letzter Zeit, sind sogenannte Energieinseln weltweit. Denn es gibt auf der ganzen Welt noch viele Regionen, Dörfer, ja, die haben keinen Strom, ja, aber die haben sehr viel Müll und alles Mögliche. Ja, und aus dem kann man ja inzwischen, und aus Solar und allem, ja, kann man ja inzwischen Strom erzeugen. Ja. Und da gibt es inzwischen ja, Firmen, die so etwas entwickeln und verkaufen für verschiedene Regionen. Ja. Und das haben Sie anhand von diesem Modell gemacht. Genau, und da ist Bertram vor allem involviert. Und ein großer Bereich ist der Bereich erneuerbare Energien, was Sie schon gesagt haben, der Bereich Waste to Energy. Dort haben wir auch eine Kooperation mit einem Ingenieurunternehmen und Projektentwickler. Wir haben dort ein Projekt jetzt mit initiiert in Südafrika. Dort geht es zum einen, so eine Anlage zu bauen, die bis zu 20 Megawatt Leistung hat. Das andere ist natürlich, wie betreibe ich die Anlage, welche Ausbildung gibt es. Und dort sind wir jetzt in eine Kooperation mitgegangen mit der Nelson Mandela University. Dort ist die Idee, gemeinsam ein gemeinsames Ausbildungszentrum aufzubauen und zukünftige Mitarbeiter, aber auch Interessenten aus anderen Ländern auszubilden. Welche Kompetenzen brauche ich, um so eine Anlage zu initiieren, zu betreiben und dann auch zu managen. Und der Rahmen ist unser Green InLead-Konzept für diese Aktivitäten. Ja, schön, sehr, sehr gutes Beispiel, was viel zeigt. Ja. Vielen Dank, das war sehr spannend, so ein bisschen mehr über dieses Konzept zu erfahren von der Erfinder-Nachfolger. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Ja, gerne.